Heute besuche ich eine Hexenausstellung in Hameln. Folgt mir, wenn ihr euch traut. Willkommen, Freunde des Unmenschlichen. Euer Totengräber ist heute in Hameln unterwegs, genauer gesagt im Hamelner Museum. Bis zum 24. März 2024 ist dort die Sonderausstellung Hexenwahn, Glaube, Macht, Angst zu sehen. Nun bin ich kein Freund davon, solche Ausstellungen abzufilmen und ins Internet zu stellen, denn ich möchte dem Museum ja nicht die Besucher nehmen. Daher zeige ich euch nur einige Exponate und vielleicht weckt es bei jemandem das Interesse, diese Ausstellung zu besuchen. Seid jedoch gewarnt, manche Exponate sind nichts für schwache Nerven. Auf diesem eisernen Stuhl soll 1575 eine angebliche Hexe verbrannt worden sein. Dass die Verbrennung stattfand, ist eine Tatsache. Es kann aber nicht bewiesen werden, ob dieser Stuhl tatsächlich dazu benutzt wurde. Es gilt aber als sehr wahrscheinlich. Dies ist ein Richtschwert aus dem 17. Jahrhundert. Manchmal wurden verurteilte Hexen vor der Verbrennung enthauptet. Dies galt als Gnadenakt, um ihnen die Qual der Verbrennungen zu ersparen. Hier handelt es sich um ein Stück eines Totenschädels. Die Person war weiblich, wurde in einer Hinrichtung enthauptet und der Schädel wohl auf einen Balken aufgenagelt. Auch der Nagel ist noch erhalten. Dies sind Folterinstrumente eines Scharfrichters aus dem 17. Jahrhundert. Sie kamen jedoch nur bei Kriminalfällen zum Einsatz. Hexen waren damals nicht die einzigen, denen ein Geständnis mit Folter abgerungen wurde. An Seilrollen wie diesen wurden die Befragten an auf dem Rücken gebundenen Armen in die Höhe gezogen. Um den Effekt noch zu verstärken, konnten den hängenden Personen noch Gewichte an den Füßen befestigt werden. Meist führte eine solche Behandlung zum Auskugeln von Gelenken. Auch auf den Voodoo-Glauben geht diese Ausstellung kurz ein. Wie gesagt, ist diese Ausstellung noch bis zum 24. März 2024 zu besichtigen. Einen Link zum Museum Hameln setze ich euch in die Beschreibung unter dem Video.